Einen schönen guten Tag, ihr Lieben. Ich begrüße euch recht herzlich zu einem weiteren Video. Ich sitze gerade hier im Play Ghost drinne und ihr wundert euch vielleicht warum. Ganz einfach, der Umbau von dem Fahrzeug habe ich ja abgeschlossen. Ihr habt das Video ja, denke ich, alle gesehen. Aber es gibt immer noch mal so 2-3 Punkte, 2-3 geile Sachen, die ich doch noch hier drin haben will. Und genau so weit sind wir jetzt nämlich. Es geht nämlich, ihr seht es vielleicht schon, um den Himmel. Der Himmel ist ein Thema für sich. Ich hatte ja damals in meinem ersten Model 3 in 2019 schon mal einen schwarzen Innenraumhimmel drinne. Am Ende war es halt so, dass es mir einfach zu dunkel war. Ich habe seitdem nur Fahrzeuge bestellt, jetzt hier mit weißem Interieur, vielleicht weil ich da einfach geprägt war. Fakt ist, ich will mich jetzt nochmal an das Thema rantrauen und habe mir aber persönlich gesagt, okay, wenn ich jetzt nochmal einen Himmel reinbaue, dann muss er so sein, wie hier zum Beispiel an der Tür. Also ihr seht das ja, das haben ja alle Modelle im Prinzip verbaut. Das ist so Alcantara und ist nicht schwarz, sondern so eher gräulich, würde ich sagen. Halt wie Alcantara ist. Und ich habe wirklich lange im Netz rumgesucht nach einem, der das kann. Es war nicht einfach. Es gibt auch nicht viele, die das anbieten. Ich habe auch bei wie hießen die, StarTech, war im Ruhrpott, habe ich angefragt und so. Aber das war mir einfach dann, ich sag's hart wie es ist, ein bisschen zu teuer. Und dann habe ich mir zurückerinnert, ich kannte noch jemanden aus der Schweiz, das war der Chris. Der Chris steht jetzt nämlich auch neben mir. Ich bin nicht persönlich in seiner Halle. Chris, ich grüße dich, Mensch. Wie geht's dir? Alles super, ja? Ja? Ja, genau. Chris, wir sind zwar jetzt in der Schweiz, aber ich muss mal sagen, deine Wurzeln sind wie meine Wurzeln, nämlich aus dem Osten. Ja, genau. Ich komme aus dem Osten. Du kommst aus dem Osten, genau, wa? Ja. Genau, und ich sehe schon, Leute, wenn ihr im Hintergrund mal seht, Chris hat auch einen kleinen Fetisch für Tesla. Was heißt kleiner Fetisch? Ihr seht das schon, das erste Model Y, was ich persönlich sehe, was Luftfahrwerk drin hat und so. Hast eine mega Folierung drauf, muss ich echt sagen. Ja, das ist alles selber gemacht, genau. Hast du alles selber gemacht? Also du hast auch ein bisschen... Ja, ich komme aus dem Handwerk. Du hast es sogar gelernt sozusagen. Genau, ja. Geil, ey, mega. Das Ding steht super da, wir haben auch noch mal was zu sagen später. Chris, wir wollen heute bei mir einen Himmel einbauen, wir können ja mal rüber gucken. Und du bist wirklich einer der wenigen, die Farbe anbieten, die ich möchte. Ich möchte keinen Schwarz haben, sondern ich möchte so haben, wie im Prinzip die Seitentüren haben. Und wenn wir jetzt mal hier runter gucken, du hast das im Angebot. Und das finde ich wirklich sexy. Ihr seht es auch, das ist im Prinzip Alcantara. Das ist Original Alcantara. Genau. Original Alcantara, ey, mega, wirklich. Wir werden nach dem Intro drüber sprechen, wie wir es einbauen. Wir werden euch noch ein paar kleine Feinheiten sagen, wie teuer es ist und so weiter. Und dann wird es richtig knackern, wa? Genau. Bleibt dran, bis dann. So Chris, ich muss echt sagen, du bist zwar aus meiner Heimat, wa? Aber du hast schon einen stabilen Schweizer Dialekt. Das ist mir schon aufgefallen. Ja, nach fast 12 Jahren, dann ist das ganz normal irgendwie. Wahnsinn, bist dann einfach, hast du gesagt, hier, ich wandere jetzt aus? Nein, das war eigentlich, wie soll ich sagen, das war jobbedingt, würde ich mal sagen. Ach so, Ja, geil, wirklich geil. Also ich überlege mittlerweile auch schon auszuwandern. Ich habe eure Spritpreise gesehen und eure Strompreise, die sind günstiger als bei uns. Und wenn man mal relativ sieht, ihr verdient ja auch wesentlich mehr als wir. Das ist in Deutschland echt ein Thema für sich, aber wir wollen nicht politisch werden. Fakt ist, wir sitzen jetzt hier vor dem Himmel und Chris, ich schwenk mal hier kurz, ich gehe mal runter in die Knie und ich zeige euch mal kurz hier, das ist doch ein Anblick, ein Träumchen. Das ist ein absolutes Träumchen, Chris. Sag mal, willst du was zu sagen? Wie hast denn du zum Beispiel hier dieses Schwarztöne, wie hast denn du die... Also die schwarzen Plastikteile, die werden grundiert mit einer speziellen Grundierung. Ja. Und dann kommt ein 2K Mattschwarz-Lack drauf. Okay. Genau. So sieht das Ganze dann aus. Und du hast mir gerade noch was gezeigt, was ich erst nicht verstanden habe, weil ich auf dem Schlauch stand. Du hast mir noch was Cooles gezeigt, was du jetzt als Pilotprojekt im Prinzip noch einbauen möchtest, wa? Genau, das Problem ist meistens, dass wenn das lackiert ist, dann kann das passieren, dass sich das Schwarz irgendwie löst oder abblättert oder irgendwann durch die Wärme, Hitze, kann das passieren, dass sich das ablöst. Und nun habe ich die inneren Teile von der B-Säulenverkleidung auch mit Alcantara überzogen. Mega, Da wirklich. kann das mega. nicht mehr passieren. Ja, es sieht mega aus. Das heißt, dieses Bauteil, was eigentlich lackiert ist hier, das könnten wir jetzt da tauschen. Genau. Und dann könnte ich, und ganz ehrlich, ich bin ehrlich, ich will es sogar so haben, wie du es jetzt machst. Ich probiere es mal aus, das ist jetzt wirklich ein Pilot, den wir jetzt hier versuchen. Aber ich finde es nochmal einen Ticken geiler. Weil du hast ja hier Alcantara und dann hast du hier nochmal mehr Alcantara. Das finde ich gut. Genau. Bevor wir starten, Model Y haben wir hier einerseits, was du machst, und natürlich auch Model 3s, oder? Also Model 3 von 219er bis 222er und Model Y, genau.
Okay, das heißt, die komplette Palette bietest du an? Genau. Wie ist das? Der Kunde kommt her und du baust das dann ein. Bei Model 3 dauert es, was hast du gesagt, eine Stunde? Bei Model 3 eine Stunde und bei Model Y 2 Stunden. 2 Stunden. Mega, oder? Und wo sitzt du eigentlich hier? In der Nähe von Zürich. In der Nähe von Zürich. Ich kann euch das gerne mal einblenden in der Karte. Chris, du willst noch was loswerden? Mit den Seitenteilen zum Beispiel. Also ich habe jetzt gelernt, das ist Kunststoff und die hier drüben an der Genau, hier. Himmel direkt sind Gummi? Die sind aus Gummi, genau. Was? Okay. Und die werden auch grundiert und da kommt ein spezieller, flexibler Lack drauf, dass es auch nicht abplatzt. Aha, da hast du ja schon Erfahrungen gut gesammeln können, ja, über die Jahre? Genau, am Anfang ist mir das auch passiert, das ist ganz normal, oder? Mit verschiedenen Lacken habe ich das ausprobiert und mal hat es gehalten, mal hat es weniger gehalten. Und jetzt bin ich aber eigentlich so weit, dass es hält. Ja, sieht wirklich auch sehr, sehr gut aus. Vernünftig, sehr homogen alles. Das passt. Und wie gesagt, die Version, die ich jetzt nehme, das müsst ihr dann nur vorher mit Chris auch klären, wenn ihr das auch mal haben wollt. Ich nehme jetzt die Version, aber ihr könnt natürlich auch die Version nehmen, die ist auch sehr bekannt. Und was hast du hier? Das ist im Prinzip die... Das sind die Sonnenblenden, oder? Ja. Die werden auseinandergenommen, das können wir euch nachher auch zeigen. Oh, bist du das, Chris? Ich Genau. sehe dich gerade in der Kamera. Schön. Und dann sieht man hier, oder? Das ist richtig Oh ja. ordentlich gemacht. Oder? Oh, ich sehe gerade die Ränder auch. Genau, Santa man Maria. Sieht da keine Fusseln. Nee. Wow. Das ist ja übel. Wie hast du das gemacht? Hast du das am Ende irgendwie... Das zeige ich dir jetzt gleich. Also hier haben wir mal eine Sonnenblende, Chris, war, wie sie eigentlich auseinandergebaut aussieht. Wusste ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Genau, hier haben wir die Klappe. Dann haben wir hier die Sonnenblende, die wird gespalten. Gespalten? Genau, die wird einfach auseinandergenommen. Wow, das ist ja, was ist das hier, Schaumstoff? Das ist Styropor. Styropor, okay, krass. Genau. Und du machst die auf im Prinzip, legst das dann auch hier rein? Genau, wie der Originalstoff wird das reingeklebt und dann wird das Ganze wieder zugeklebt, mit speziellem Kleber Wow. zugemacht. So habe ich es noch nie gesehen, wenn ich ehrlich bin. So habe ich es noch... Oh, was ist das? Genau, und hier wäre das innere Teil. Aha, okay. Das heißt, hier ist ja die Blende, dieses Klappfenster. Ach, das kommt dann so rein, verstehe. Okay, Mama mia, da baust du aber viel auseinander. Genau. Da baust du aber richtig viel auseinander. Das ist so. Wow, Chris, nicht schlecht, habe ich so noch gar nicht gesehen. Du machst eine brutale Qualität. Aber, oh, Alter, Chris, was machst du? Wow, das sieht richtig, richtig gut aus. Gefällt mir. Und wenn man auch hier so drüber streicht, wisst ihr, woran mich das erinnert, auf diese Farbe? Kennt ihr von BMW diese M-Modelle? Ich saß letztens in M5 drinne und der hatte auch diese Farbe drin. Das war genau 1:1. Das ist halt einfach ein schönerer Anblick. Es macht den Innenraum sportlicher. Ich weiß nicht, warum Tesla eigentlich diesen hellen Innenraum verbaut. Bei Model S Plaid, wo ich jetzt in den USA war, saß ich ja mehreren drinne. Die hatten alle den dunklen Innenraum, oder? Das ist so, ja. Ja, und bei Model Y, auch beim Performance-Modellen, da hast du sowas nicht. Das verstehe ich nicht. Könnten sie ja auch irgendwie mal ändern. Na gut, dann bräuchte man das jetzt nicht mehr, war auch blöd. Aber auf jeden Fall, ich finde es geil und es ist wirklich nicht schwarz, sondern es ist ein Alcantara einfach, so wie es sein muss. Wir bauen das jetzt mal ein, oder Chris? Zeigen die einzelnen Schritte mal, weil ich weiß, da sind noch die Airbags in der Nähe irgendwie, war? Ja, genau. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Und ich glaube, das könnte echt dann sehr gut harmonieren, wenn wir jetzt hier im Prinzip die weißen Sitze haben und dann den dunklen Himmel. Ich bin gespannt. Bevor wir jetzt wirklich in den Umbau reingehen, es ist ein Highlight, einfach mal hier so 2 Biester stehen zu haben. Das kann ich nicht anders sagen. Chris fährt 21 Zoll und ich jetzt hier am Rumballern. Und Chris, du hast gerade noch was für mich vorbereitet, und zwar mal die Stoffarten zu zeigen, die es so für den Himmel gibt, war? Ja, es gibt noch mehrere, aber meistens werden die verwendet, oder? Ja, genau, hast du recht. Du mal mit deinem Otter, das ist richtig schweizerisch, war? Nein, noch nicht hundertprozentig. Noch nicht 100%, bist du dabei, ey. Aber ich muss immer überlegen, wie ich rede und was ich rede, oder? Ja, genau. So, Chris, wir haben ja im Prinzip 3 Farben, wenn ich das richtig sehe. Oder 3 Typen. Nur 2 Typen. 2 Typen. Das hier, was ist das? Das ist Original Alcantara, Ja, wie auch der Stoff hier, das ist auch Original Alcantara. ja. Und das ist so eine Klebefolie, die kommt aus China, oder? Wenn du das sagst, ja. Genau, und viele verwenden die Klebefolie. Die ist super. Die klebt auch super. Und für ein Projekt, was man vielleicht ein Jahr hat und dann wieder umgestalten möchte, ist das perfekt. Aber für Sachen, die man länger haben möchte, wo die Qualität stimmen soll und muss, für den Aufwand, den man betreibt, für den Himmel, ist das einfach keine Qualität. Okay. Das ist einfach nur ein Mikrofaserstoff. Nennt sich zwar Alcantara, ist aber kein Alcantara. Und das, was wir hier haben im Prinzip, das ist im Prinzip richtiges Alcantara? Genau, das in der Automobilindustrie
verwendet wird, oder? Okay, das ist aus Italien, hä? Genau, ist aus Italien. Krass, ey. Und da sieht man auch einen Unterschied zwischen den beiden Elementen. Und ich hatte, ich weiß nicht, ob ich das drin hatte im ersten Model 3, aber ich hatte sowas Schwarzes drin und das war halt einfach ein bisschen erdrückend. Das sieht eher so nach Performance aus, wenn ich das mal so bezeichnen darf. Ja, man hat das ja in vielen RS-Modellen. Ja, und da ist kein Kleber dran. Nein, da ist kein Kleber dran. Das Okay. Das wird dann gesattelt sozusagen, wa? Genau, das ist wie bei einem Sattler. Da muss man Kleber auftragen, der muss eine gewisse Zeit ablüften und dann tut man dann die Teile damit beziehen. Aha, so beziehen wir. Und was hast du hier für mich dabei? Was ist das für ein Stoff? Der ist ja ziemlich hell. Oh, das ist auch ein Alcantara, Ja, in hell. ja. Da gab es, glaube ich, wie viel? 3000 Stück? Oder? Es waren nicht viele. Es waren nicht viele. Und zwar zu Beginn hat Tesla nämlich diesen Stoff verbaut bei den ersten Model 3s, die aus Fremont kamen. War nur eine kurze Zeit, die haben es danach wieder sein gelassen. Die haben dann im Prinzip auf Stoff umgestiegen. Ist günstiger bestimmt mit Sicherheit. Und daher, aber das wollen wir euch einfach mal zeigen. So sah das früher die ersten Model 3s bei Tesla aus. Und Chris, war? Genau. Jetzt steigen wir mal ein in Umbau, oder? Würde ich sagen. Genau. Jetzt wird es handwerklich brutal. Chris, du hast mir jetzt zwar gerade die Stoffe gezeigt, aber eine Sache will ich noch mal kurz sehen. Kannst du mal ein Teil wirklich dran halten an die Seitenelemente, dass wir den Zuschauern zeigen, dass wir sehr, sehr nah an dem Originalen dran sind? Ich gucke gerade mal hier und da seht ihr auch, seht ihr es? Ich meine, klar, ist immer nach Winkel abhängig, aber ihr seht es hier auch, da sind wir sehr nah an dem eigentlichen Hauptstoff dran, wie es im Prinzip Tesla original verbaut. Und das möchte ich haben. Das möchte ich einfach haben. So, Chris, was ist der erste Schritt jetzt? Genau, hier müssen wir die Verkleidungen lösen. Okay, das heißt, da wo das Ambient-Light auch reingebaut wurde, das geht jetzt ab. Ich mache jetzt einfach mal so ein bisschen Zeitlupe oder Zeitraffer rein und dann brauche ich ja nicht alles dokumentieren, wa? Nein. Super, let's go. Chris, jetzt verstehe ich, warum das Model Y ein bisschen mehr Zeit benötigt, denn wir müssen jetzt im Prinzip hier die Applikation hier an der Seite abbauen. Warum? Ne, abbauen nicht, wir tun die nur lösen. Wir tun die lösen. Genau. Weil der Himmel, der ist hier in das oberste Teil reingeschoben, eingefügt, Ach so. oder? Ja, genau. Das heißt, das müsst ihr abmachen und das müssen wir bei Model 3 zum Beispiel nicht machen, deswegen dauert es bei Model 3 nur eine Stunde. Genau. Aha, verstehe. So Leute, ihr seht jetzt ein Model Y komplett leer. Also den Himmel haben wir jetzt komplett weggemacht und wird jetzt der neue reingesetzt. Aber so sieht das Ganze aus. Die Clipse hat man da auch alle. Aber Chris, du hast auch alles auf Ersatz, war, wenn man Clip oder sowas, ist alles kein Problem. Ist alles da, ja. Alles da, super. Wird alles ausgetauscht, schon im Vorhinein. Ach, machst du schon? Ja. Aha, super. Und jetzt bin ich mal gespannt, wenn der Neuere kommt. So, das muss ich jetzt aber kurz für die Ewigkeit festhalten, bevor wir es jetzt einbauen. Ihr wundert euch nicht, dass das da blau ist. Ich habe einfach das noch nicht abgemacht, das ist noch vom Werk. Und so ist der Vergleich. Wir können auch noch mal hier gucken, dass wir näher rangehen. Wow, oder Leute, was sagt ihr? Haben wir den Alcantara und hier haben wir, ja, was ist das? Stoff, heller Stoff. Mega, Leute, mega, was sagt ihr? Eigentlich müssten wir das Video jetzt nur zurückdrehen, zurückspulen. Nicht mit dem Originalhimmel, sondern mit dem Alcantara-Himmel. Und das wäre das Video schon fertig. Wir nehmen euch natürlich mit. Chris baut jetzt im Prinzip den Himmel ein. Wie gesagt, ich bin wirklich überwältigt. Ich habe auch noch mal Instagram gepostet. Chris, wir kennen uns eh von Instagram, wa? Ja, genau, ja. Du hast ja auch Instagram, könnt ihr gerne mal an Chris auch folgen. Individualize your Tesla. Ich schreibe es euch mal unten rein. Genau. Und dann könnt ihr gerne mal folgen. Eine Sache muss ich euch mal noch zeigen. Und zwar, normalerweise Tesla vermeidet die Herstellerinitialien von den Zubehörherstellern, nenne ich es einfach mal, in die Produkte von Tesla mit einzubauen. Hier sehen wir jetzt einen Hersteller, der heißt Megatech. Das ist ein Himmel, wie gesagt, stellt einen Himmel ein und, jetzt kommt das Krasse, wird in Polen hergestellt. Wusste ich gar nicht. Hier drüben steht ja noch Tesla, aber das Bauteil wird in Polen hergestellt. Es sind immer so verschiedene Sachen, war Chris? Genau. Ja, Tesla vermeidet zwar die Hersteller
dort zu erwähnen, um alleine Konkurrenzkampf dann, wenn zum Beispiel Mercedes den Himmel jetzt sieht und sieht, ah, Megatech hat das jetzt hier verbaut, dann gehen die natürlich gleich im Preiskampf. Das will Tesla vermeiden. Deswegen ist es ungewöhnlich, dass da jetzt ein Hersteller drin steht, aber gut zu wissen. Ihr seht da drüben, Chris, Endspurt ist ziemlich warm geworden, war? Das strengt schon an, ja, das Einbauen. Aber so muss es sein. Und Leute, was ich euch mal loswerden wollte, ihr wisst ja, wir haben diesen E-Fever-Shop. Und dieses Design, was ich heute hier anhabe, das ist komplett frisch reingekommen. Wir haben den Shop auch nochmal richtig frisch gemacht. Schöne Bilderchen rein mit Veronika und mir. Das ist einfach persönlicher, finde ich. Und ja, es passt einfach. Schaut gerne mal rein. Wenn ihr Lust habt, Giga Berlin ist mit am Start und wir machen jetzt mal in Ruhe weiter. Schauen wir mal hier rein. Oben, das ist alles schon drin. Ihr seht es auch. Wow, richtig extrem. Jetzt machen wir hier noch die B-Säule rein und bevor wir das machen, mal einen Vergleich noch zeigen zu meiner Version. Warte mal, Chris, ich mache noch hier die Fussel weg. Zu meiner Version und zu der Version, die bisher immer verbaut war. Ich habe jetzt die Version. Ich finde es sexy. Ich probiere es jetzt mal aus. Du sagst ja, das ist jetzt ein Pilotprojekt, aber Leute, ohne Mist, was sagt ihr? Welche Version würdet ihr nehmen? Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Also ich nehme jetzt die. So Leute, Chris, vielen, vielen Dank für deine harte Arbeit am Ende, war? Ja, kamst du doch ins Schwitzen? Ja, ein bisschen, ja. Ein bisschen, ja. Wir gucken es uns jetzt mal gemeinsam an, Leute. Ihr wisst ja, ich habe gesagt, dass ich im Prinzip, so wie es hier ist, will ich es ungefähr auch im Auto haben, war? Ja, das passt fast. Passt ja fast, genau. Ich zeige euch mal, ich gehe mal rein. Es ist wirklich eine Lecke. Es ist eine Lecke. Ihr seht es hier auch. Ich zeige euch erstmal hier, wie das alles schön hier drin ist, ey. Lichter, alles natürlich hier schwarz gemacht mit 2K, 2 Komponenten. Und wenn wir jetzt hier hinten mal leuchten, ist schon ein anderes Raumgefühl jetzt. Es ist nicht so dunkel, wie ich gesagt habe, dass ich gleich hier erdrückt werde. Und wenn ich jetzt, warte mal Chris, ich mache mal kurz hier zu. Wenn ich das jetzt mal hier so zeige, dann seht ihr auch, dass das schon schön harmoniert. Und so sollte es auch sein. Ich wollte jetzt, wie gesagt, nicht, dass es Blackout ist, sondern dass es wirklich, ja, wie sagt man es? Alcantara halt. Alcantara halt. Das Alcantara-Tier. Genau. So sieht's aus, Chris. Chris, eine Sache müssen wir auch noch klären für die Zuschauer, wa? Wie sieht's denn mit der Reibung zwischen den 2 Fingern aus? Oh. Also ja, gratis ist es nicht, oder? Gratis ist es nicht, nein, das kann ich mir vorstellen. Und zwar haben wir das beim Modell 3, kostet 1400 Franken und beim Modell Y 1800 Franken. 1800 Franken, genau. Ihr könnt fast rechnen 1:1 Euro zu Schweizer Franken, die sind ja mittlerweile fast 1:1. Und ja, so Leute, ich muss mich mal kurz melden. Und zwar habe ich jetzt einen Chris noch mal wirklich belabert, weil ich einen Rabattcode haben will für euch, für E-Fieber. Im Prinzip, Chris, hau mal raus. Ja, und zwar gibt es auf Modell 3 oder Modell Y Himmel 5% Rabatt. 5% Rabatt auf die beiden Modellvarianten. Und ihr müsst aber dazu sagen, ihr kommt von E-Fieber, das ist wichtig. Das ist einfach so der Code, das Schlagwort. Und dann kriegt ihr 5% Rabatt. Das ist dann schon bei den Beträgen ordentlich. Und in diesem Sinne geht's weiter. Das ist aber auch wert, das muss ich echt sagen. Definitiv. Die Arbeit Qualität, hier, ja. Das ist schon, die Handgriffe auch, die du beherrschst, das gefällt mir richtig. Und auch wie gesagt, wenn ich hier jetzt nochmal aufmache, dann seht ihr hier auch, das ist einfach schön. Alleine hier diese minimalistische Arbeit, die du hier hast, wirklich keine Fuseln oder sowas, das ist wirklich sehr detailgetreu gemacht, das gefällt mir richtig und ja, was soll ich euch sagen, Leute, hier seht ihr auch nochmal den und hier kann ich euch Bilder zeigen, seht ihr das? Das ist wirklich nahezu 1:1 und das wollte ich einfach haben. Die Mission haben wir erfüllt und Chris, ich danke dir nochmal vielmals. Ich mache mich jetzt wieder nach Deutschland. Ich verlinke euch unten nochmal Instagram-Kanal. Folgt den jungen Mann, er hat es verdient. Und vor allem auch deine Website. Die seht ihr auch unten in der Videobeschreibung mal, falls es euch interessiert. Guckt gerne rein. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut. Ciao. Ciao.